Willkommen zu einem Update-Video. Wir reden heute über AMC, GME, Beyond, FFI, Bad Bath & Beyond Canopy und einen Community-Wunsch FChat. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Erklärvideo dazu hänge ich wieder ans Ende des Videos. Gut, na dann springen wir mal gleich rein in AMC. Okay, und bevor wir anfangen mit AMC, diese Woche ist ein perfektes Beispiel dafür, warum ich wirklich jedes Mal versuche, eine Alternative zu zeigen. Egal wie bullish etwas ausschaut, egal wie bearish etwas ausschaut, egal wie perfekt das Tracking ist. Ja. Diese Woche ist das perfekte Beispiel, egal ob man es hasst oder nicht, man sollte sich dazu zwingen, immer eine Alternative parat zu haben. Ja. Ob man daran glaubt oder nicht, man muss immer eine ausgearbeitete Alternative haben. Perfektes Beispiel wäre AMC und GameStop, Beyond diese Woche. Dazu kommen wir noch. Bevor wir mit Tracking anfangen, sage ich aber auch eins gleich dazu. Nichts, keine Aktie diese Woche hat irgendwie ihr Ziel verloren. Ja? Wir analysieren jetzt alle Movements, ja? Aber das Hauptziel für jede Aktie, auch für Beyond, hat sich heute noch immer nicht geändert. Nichts ist zerstört worden. Ja? Nur so viel dazu. Für AMC, wir schauen uns heute wieder mal nur das Micro-Tracking an. Für das ganz große Tracking, Ein-Part-Squeeze, Zwei-Part-Squeeze, wie es komplett generell ausschaut, verlinke ich euch wieder das ganz große Video ans Ende. Na gut, dann zoomen wir mal rein. Okay, und dafür, ich habe das in den Comments ja schon geschrieben, muss ich ehrlich sagen, mich hat diese Candle überrascht. Passiert nicht oft, aber sie hat mich überrascht. Sache, bevor wir zu den Varianten gehen. Ich habe gesagt, ich habe hier gekauft und ich habe gesagt, ich habe den Rest hier gekauft. Also vielleicht habe ich den Boden wieder gekauft. Ja. Trotz alledem, weil ich habe gesagt, wir wären in der Range, dass wir einen Bounce bekommen. Ja. Wir müssen nicht bei der 0.5, wir müssen nicht bei der 0.6, wir können in diese Range bouncen. Ja. Nur erwartet habe ich es nicht. Und dass es gefährlich ist, keine Position zu haben. Ja. Trotz alledem hat mich das überrascht. Wir haben nämlich einige Probleme damit. Erstens, wir fangen mit der absolut dummen Variante an. Ja. Mit der dummen Variante war das hier am Montag unser Boden. Der Pullback von A ist fertig. Wir waren nahe genug dran an der 0.5. Das wäre unser kleines Higher Low. Und das ist mein Problem mit dem Scheiß. Ja, weil das wäre das kleinste Higher Low, was ich jemals gesehen habe. Aber sei dahingestellt. Dann sind wir raufgerannt. Das hier ist eindeutig unser T von unserem A-Pullback. Ja? Somit wäre, gehen wir vielleicht noch ein bisschen niedriger, damit wir das auch schön gescheit sehen. Ja. Das hier wäre unser kleines A. Das A von unserem nächsten Move. Ja. Dann sind wir drunter gefallen. Das wäre ein perfekter 0.618 über das 786 und es ist ein Breaker-Tree-Test. So, das Problem mit der Sache hier ist, ihr seht, wir sind auch über M gelaufen. Die einzige Möglichkeit, um diese Hoffnungsvariante meiner Meinung nach irgendwie zum Funktionieren zu bringen, wäre, dass unser L hier hinaufrutscht. Das ist noch okay. Ja? Aber dass auch unser M hier hinaufrutscht. Und dann wird es schon langsam kritisch. Ja? Weil das hier kann man noch micro-tracken, dass das hier unser L ist. Ja? Weil dann sagt man einfach, okay, hier ist unser T, irgendwo hier ist unser M und in der Candle ist unser L. Also wird schon sehr kritisch, aber wird noch funktionieren. Fürs nächste M wird es allerdings schon ein bisschen problematischer, weil dann wäre das hier unser C, das ist unser kleines L, das wäre unser M und unser T müssen wir dann auch irgendwie hier hineinquetschen. Ja? Das ist Raten. Aber um diese Variante irgendwie zum Funktionieren zu bringen, wäre es das. Ja? Und dann haben wir halt so ein riesen Zwischending zwischen M und T.
Aber okay, wurscht. Für die Hoffnungsvariante. Das bedeutet, ihr seht hier, wir sind wieder raufgegangen. In dem Fall wäre das unser B. Unser kleines B. Und danach haben wir einen 0.5 Pullback gemacht. Ja? Nicht nur das, man könnte jetzt sogar sagen, dass das hier unser Mini-Higher Low von unserem B ist. Das bedeutet allerdings jetzt auch, ab morgen aufwärts. Ja? Ab morgen rauf. Wird mir ehrlich gesagt nicht taugen, nicht, weil Position habe ich, also juhu, aber fürs Tracking wird mir absolut nicht gefallen. Aber als Alternative. Ja. Und wie gesagt, 200er EME ist irgendwo da, brechen wir die, auf geht's. Gut, das wäre die Träumer-Variante. Jetzt kommen wir zur logischen Variante, wo uns aber die Zeit dafür fehlt. Und das wäre die hier. Ja. Ist einfach die logischste Variante. Ja. Bei Beyond haben wir auch sowas. Werden wir gleich sehen. Aber die Sache ist hier, fürs L passt's. Der Move ist hier rejected. Das wäre erst unser M. Bedeutet, wir müssen unter 1,41, ja, weil hier hat das M erst angefangen. Wahrscheinlich würden wir zu 0,5 gehen, das wäre 1,33. Dann wieder rauf, aber nicht über diese Trendlinie, das wäre unser T. Dann runter zu 618, also 1,23. Das wäre dann unser W, dann unser HLO und dann gehen. Wäre die logische Variante. Ja, wäre wirklich die logische Variante. Das Problem bei dieser Variante ist, darüber reden wir heute noch, irrsinnig viele Aktien und übrigens auch SPY und Nasdaq haben einfach nach meinen Berechnungen Mai 15 bis Mai 18 für die Moves. Dazu kommen wir auch gleich. Das bedeutet aber, dass wir für das hier jetzt noch diese Woche 2 Tage und 5 Tage nächste Woche haben, um hierher zu kommen. Ja? Und das in 5 Tagen wäre selbst für AMC verdammt sportlich. Sei dazu gesagt. Ja. Deswegen am logischsten für mich wäre diese Version. Zeitlich gesehen geht sich's für mich einfach nicht aus. Aber schauen wir mal. Ja. Vielleicht gappen wir morgen, warum auch immer, runter. Ja. Laufen den Freitag dann hoch, um die Gap zu füllen. Ja. Die halbe nächste Woche fallen wir runter und machen das bis Freitag. Okay, ja, vielleicht. Ja. Aber generell zeitlich gesehen, nee. Okay, und jetzt kommen wir zur logischsten Variante, zu der ich am meisten tendiere. Und das wäre genau diese hier. Ja. Dazu eins gesagt, die ist nicht einmal ausgedacht. Ja, ich habe 2021, 2024 als Beispiel, kommen wir gleich dazu. Und das bedeutet, das hier war unser Wie. Montag, der 4. Mai. Und wir machen jetzt unser allerletztes Higher Low. Dazu sei auch eins gesagt, es wäre noch möglich, dass, wie bei der ersten Variante, dass hier noch immer unser A und unser B ist und wir noch immer ein bisschen hier raufkommen könnten. Ja, irgendwas zu 1,83. Das wäre unser C. Aber wir müssen dann auf jeden Fall hier drunter. Unter 1,50. Warum müssen wir drunter unter 1,50? Weil das auf jeden Fall unser A-Boden ist. Hier, das ist auf jeden Fall unser A. Das bedeutet, wir müssen hier auf jeden Fall drunter. Ja. Wenn das hier schon das Peak sein sollte, dann ist das hier unser A, dann müssen wir auf jeden Fall hier drunter, aber in diesem Bereich. Dort müssen wir drunter. Ja, für V under A, um das Higher Low zu beenden. Ja. Klarerweise, wir haben hier eindeutige Levels. Ja. Egal, was wir machen. Alles über 1,94 und jegliche Downside-Variante ist vom Tisch. Wenn wir 1,41 nochmal berühren oder brechen, ist es Variante 2, wo das hier
erst unser M ist. Ja? Trotzdem macht diese Variante hier am meisten Sinn, dass das hier jetzt einfach schon unser Peak von dem Higher Low war und wir jetzt noch hinunter müssen. Bevor ich euch die Beispiele dafür zeige, wie lange kann das dauern? Gut, die Sache ist die, ich glaube noch immer, dass es nicht nächste Woche sein wird, weil ich wegen anderen Sachen noch Beispiele habe, sondern am Montag, den 18. Ja. Allerdings sollten wir jetzt Donnerstag, Freitag, ja, also bis Freitag, das sind nur 9%, sollten wir hier closen am Freitag. Ganz ehrlich, ja. Ich hätte dann noch die Alternative, ja, vielleicht brechen wir am Montag runter, wir machen die logische, die zweite Variante. Aber wenn wir hier closen, wäre das fucking bullish. Ja. Selbe ist, wenn wir am Freitag hier drüber schießen. Ja, dann muss ich ehrlich sein, dann sitze ich hier und sage, okay, wir brechen die 200 EMA, viel Spaß. Ja, ja. Aber andernfalls würde ich eher dazu tendieren, ja, dass entweder das hier unser Peak ist oder das hier oben noch unser Peak wird. Im jetzigen Fall würde ich sagen, das wäre unser L. Ja. Wir müssen hier noch runter, rauf M, runter, rauf T und dann zu unserem W. Ja. Wenn ihr Langzeitinvestor seid, werdet ihr wissen, AMC kann die kleinsten Bewegungen extrem langsam machen. Sage ich nur dazu. Und jetzt zu dem Beispiel, weil ich saug mir nie was aus den Fingern. Und für das, auch das hier habe ich mir nicht aus den Fingern gezogen. Ja. Linke Seite, der 10-minütige Chart, 10-minütige Chart jetzt. Rechts davon 2021 auf dem einstündigen Chart und 2024 April, Mai auch auf dem einstündigen Chart. Ich meine, das haben wir jetzt schon sehr oft verglichen. Was wir uns nicht angeschaut haben, war 2021 und 2024 diese Kerze hier. Ja? Weil diese Kerze in beiden Fällen, ja, ist mindestens über M gelaufen. Ja? Wenn wir uns 2024 anschauen, dann ist irgendwo in dieser Kerze hier L, wenn dieses A ist nämlich natürlich klarerweise ein C, ja, wie auch dieses A gleichzeitig ein C ist. Unser L wäre irgendwo hier drin. Das wäre unser kleines M. Hier ist unser kleines T, W. Ja? Und ihr seht es eindeutig, auch diese Kerze ist damals über M gelaufen. Ja? Das sage ich auch gleich dazu, das ist die Gefahr von Microtracking. Somit 2024 sind wir auch über M gelaufen. 2021, ja, hier genau dasselbe. Diese Kerze ist irgendwo, hier ist auch unser M und unser T drin, ist auch drüber gelaufen. Das hier ist allerdings jedes Mal vom Peak zum Boden, so rauf, runter an der 786. Hier rauf und runter unter der 786. Somit kann ich das Ganze hier mit Microtracking nur erklären, dass das hier im höchstwahrscheinlichen Fall unser Higher Low jetzt wird. Das bedeutet, unser Drop wird irgendetwas zwischen 150 und 147 sein. Ja? Und wenn wir es ganz blöd machen, ihr seht diese Bewegungen hier. Ja? Ich meine, einstündiger Chart, aber das ist halt wirklich Microtracking. Aber das dauert halt so lange es dauert. Ich gehe davon aus, dass das hier bis nächste Woche Freitag, den 15. Mai läuft. Wenn wir halt am Freitag schon hier stehen, ja, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder nächste Woche schießen rauf und wir halten das, oder es ist halt die Version, wo das hier M ist. Ja. Aber man kann das nicht übersehen. Also zumindest ich kann das nicht übersehen. Ja. Bevor wir uns GameStop anschauen, weil ich weiß, ich hau jetzt ziemlich viel rein ins AMC-Tracking, aber es ist halt wichtig. Wir kommen zum GameStop im Detail auch noch, aber 4-stündiger Chart AMC und zwar von Jänner bis Juni. Ja. Rechte Seite ist GameStop, auch am 4-stündigen Chart von April 2020 bis Jänner 2021.
weil sicher die Frage aufkommt, wie schaut es jetzt mit GameStop aus, mit AMC und Synchronisation. Ja? Ich habe euch ja im letzten Video schon genau gesagt, was passiert, wenn GameStop runterbricht. Das wäre für alle extrem schlecht, weshalb ich auch nicht dran glaube, weil das Tracking für AMC schaut noch immer fantastisch aus. Und wenn jetzt AMC nicht plötzlich mit GameStop asynchron wird, ja, und GameStop stirbt, aber AMC nicht, was ich mir nicht vorstellen kann, muss man bullish sein bei GameStop. Die Sache ist die, wenn man sich jetzt anschaut, was haben diese zwei 2021 gemacht? Was klar ist, dass beide für den ersten Part für AMC und für den Hauptpart für GME, beide sind am selben Tag gepiekt. Ja? 27. Jänner 2021. Beide sind gepiekt. Was viele anscheinend aber vergessen oder vielleicht einfach nicht wissen, ja, weil sie es sich nicht genau anschauen oder weil es nicht interessiert, warum auch immer. Während AMC hier unten sein High Low, diese Kerze, von der wir früher geredet haben, gemacht hat, ist GameStop schon gelaufen. Ja, hier, Jänner 14. Hier, Jänner 14. Hat schon angefangen zu laufen. Also von GameStop erwarte ich mir jetzt schon einen Run. Ja, am besten schon morgen, Freitag, nächste Woche. Ja, während AMC noch sein scheiß kleines High Low hier fertig macht. Ja, somit, ja, noch einmal. Ich kann sehen, dass GameStop massiv grün wird. Aber AMC hier noch rumtümpelt. Was wichtig ist, ist das Ende. Im Ende synchronisieren die beiden komplett. Jetzt noch eine Sache. Ich weiß, ich hau sehr viel rein in AMC. Und das ist SPY. Ja? Weshalb ich so verbohrt drauf poche, dass GameStop eben nicht stirbt und dass AMC noch fantastisch ausschaut. Ob ihr jetzt euch für dieses Tracking für SPY interessiert oder nicht, sei dahingestellt. Ob ich richtig liege, sei auch dahingestellt. Die Sache ist, wir rennen seit 30. März einfach nur nach oben. Ja? Dazu sei auch gesagt, das hier ist Krieg. Ja? Krieg, dann über ein paar, jedes Mal, wenn wir Peace Talks bekommen, ja, habe ich das Gefühl, machen wir die Pullbacks, dann ist wieder Krieg. Ja? Und dann gehen wir wieder rauf. Ja? Weshalb ich auch immer diese Theorie hatte, ja, Leute, Krieg ist nicht bearish für Markt. Krieg ist verdammt bullish für Markt. Ja? Aber nur meine Meinung. Für SPY, ja, wenn ich richtig liege, sehe ich noch immer bis nächsten Freitag einen massiven Run. Ja, mein Ziel ist noch immer 750. Ja, und das ist nicht von den Haaren herbeigezogen. Ja. Für mich ist nämlich dieses Top, was wir jetzt dann machen, einfach nur ein A. Ja. Und zwar von diesem Boden hier. Und ihr wisst, A muss entweder zu 0,5 oder 0,6 runter. Wenn wir es ganz konservativ nehmen, machen wir einen 0,5 Pullback. Dann ist unser Ziel 750. Wenn wir einen 6618 Pullback haben wollen, dann gehen wir sogar noch höher auf 780. Ja? Aber wir bleiben konservativ. Was das mit AMC zu tun hat, die Sache ist, wenn wir uns 2021 anschauen, wo ist 2021? Hier, 2021 Jänner, ist genau das hier. Das ist der Bereich, wo GameStop und AMC ihren Squeeze hatten. Jänner 2021. Ihr seht, wir haben einen Top bekommen und einen Pullback. Ja? Und dieser Pullback damals war 4-5%. Und dazu sei auch eins gesagt, davor hatten wir wieder mal Februar, März, April, ja, einen massiven Knife und sind gelaufen. Übers Allzeithoch und sind gelaufen. Bis wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir dann den Squeeze von AMC und GME hatten. Hier. Und dann hatten wir einen kleinen Pullback. Ja, dazu sei auch noch eins gesagt, weil ein paar Leute sagen, nach dem Squeeze von AMC und GME war das Top des Markets. Wenn wir 2021 wiederholen, dann leidet der Market noch 6 Monate nach. Aber ist jetzt wurscht. Aber deswegen meine Theorie.
Meiner Meinung nach werden wir bis spätestens nächste Woche Freitag, den 15. rauflaufen. Sinn macht 750. Ja? Ich könnte, das ist jetzt wirklich nur eine Theorie, ich bin gespannt, ob ich richtig liege, dass wir nächsten Mittwoch, Donnerstag, Freitag plötzlich dann die Unterschrift haben, ey, ab jetzt ist Frieden mit Iran. Wirklich mit Unterschrift. Ja, also kein Fake-Frieden, sondern ab Freitag ist Fake-Frieden. Außerdem, ich glaube, Powell, ja, der Fed Chair, tritt auch am 15. zurück. Wenn man sich so die History anschaut, jedes Mal, wenn ein Fed Chair zurücktritt, hat man ein ziemlich gutes Knife im Market. Fast jedes Mal. Und am Freitag tritt auch Powell zurück. Von was ich jetzt also ausgehe, damit wir eine Geschichte haben, ist, AMC macht bis nächste Woche Freitag seinen Pullback, sein Higher Low fertig. Bis nächste Woche Freitag rennt der Markt bis 748, 750. Am Montag, den 18. Mai, fangen viele Memes, darunter eben auch AMC und GME, an fucking zu squeezen. Währenddessen kracht SPY runter zu seiner 0,5. Ja? Ich meine, das, wenn wir zu 750 gehen, wären 8,5%. Wenn mir jetzt jemand sagt, und ich gehe davon aus, dass das eigentlich nur 1-2 Wochen dauern wird, wenn mir jetzt jemand sagt, das ist nicht möglich, schaut euch einfach Oktober 2025 an. Ja? Das hier war ein Tag an einem Freitag. Ich meine, das waren jetzt nur 4,10%, ja? Aber davor sind wir auch nicht so vertikal raufgelaufen. Ja? Wäre die perfekte Wiederholung von 2021 wieder, ich sag's nur. Ja? Peak von SPY und Nasdaq fallen, während Memes squeezen und sie können wieder darüber schreiben, ja, Retail Investors haben die Shortseller gesqueezed und weil Retail Investors die Shortseller squeezen, müssen sie den Markt verkaufen, deswegen haben wir das Knife. Ich würde dazu einfach nur sagen, naja, Frieden ist halt bearish für den Markt. Ja? Und bevor wir noch in GameStop reinspringen, sage ich auch gleich, unser Ziel ist es natürlich nicht unter diese Wedge zu fallen, ja, weil das wäre verdammt bearish. Also hier bei 6,90 wäre unser Ziel. Und für die Zukunft ist es dann ziemlich einfach, entweder wir bouncen hier, dann könnt ihr von einem Multi-Year-Bull-Market ausgehen. Wenn wir hier drunter fallen, haben wir wirklich einen Crash. Aber das interessiert ihr dann nicht. Aber ist die perfekte Geschichte. Schauen wir, ob es so kommt. Gut, dann schauen wir schnell rein in GameStop. So, für GameStop auch, wenn euch die ganze Geschichte interessiert, ich verlinke wieder das ganz große Video ans Ende. Wir schauen uns heute nur an, was wir heute gemacht haben. Und zoomen wir mal rein. Naja, und für GameStop, es gibt halt nicht wirklich viel zu sagen. Es schaut halt perfekt aus. Ja? Wenn man sich das anschaut, auf dem einstündigen Chart, ja, dann haben wir hier unser V im November, Higher Low. Das ist hier, wir sind über T gelaufen. Ja, das wäre unser A. Ja, die anderen Möglichkeiten sind noch da, habe ich ja im gestrigen Video gesagt. Fürs absolut Logische gefällt mir das allerdings am besten. Wir haben einen 618 Pullback gemacht. Und heute sind wir wunderschön gebounced. Ja? Wir haben hier unser wunderschönes L. Also wir fangen gleich runter. Wir haben unser T, wir haben unser Low High, wir haben unser Midpoint, wir haben unser T, wir haben unser V. Hier sind wir über T drüber gelaufen. Das bedeutet, das hier wäre schon unser kleines A. Ja, und eigentlich erwarte ich, dass wir jetzt in der nächsten Zeit extrem wieder raufmarschieren. Ja, weil GameStop sollte jetzt langsam anfangen zu starten. Ja, vor EMC. Ja, somit. Und eins sage ich auch noch dazu, ja, weil ich meine, wir könnten jetzt noch ein kleines Higher Low dranhängen, ja, oder wir gehen jetzt rauf zu B und so weiter und so fort. Im Prinzip, wenn man sich 2021 anschaut, das war 24, wenn man es 2021 anschaut, dann sind wir jetzt gerade
in diesem Bereich hier, wo es rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter geht. Ja, hier. Somit würde ich davon nicht so viel, würde ich da mir nicht so viel aufregen. Die Sache nur mit Michael Burry hat verkauft, ja, weil die News so verflucht schlecht sind. Ja. Das ist jetzt mehr Fundamentals und newsseitig. Erstens, Michael Burry hat 2020 hier im Dezember verkauft. Ja, es ist nicht das erste Mal. Und dann ist es raufgeschossen. Ob er es jetzt absichtlich gemacht hat, ob er eine Plant von BlackRock oder was auch immer ist, ja, er hat es damals auch gemacht. Kurz vorm Squeeze. Deswegen hat es mich überhaupt nicht gewundert, dass es jetzt plötzlich gemacht hat. Und zweitens, ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Ja, kaufen, verkaufen, interessiert mich ein Scheißdreck. Zweitens, diese GME wird verflucht nochmal diluten. Das wird der Grund sein, warum wir runterneifen bis geht nicht mehr. Selbst wenn wir von Fundamentals ausgehen, selbst wenn es wirklich wichtig wäre für den Market, und ich habe oft genug gezeigt, dass es scheißegal ist. Erstens, ihr braucht euch nur den Paramount-Deal anschauen, wenn der durchgegangen wäre, mit Netflix und Warner Brothers zum Beispiel. Diese Unternehmen hätten das nicht alleine gestemmt. Ich sage es nur. Diese Idee mit, Ryan Cohen hat gesagt, 50% Shares, 50% Aktien. Ja, er wird nicht gelogen haben, aber 50% Money, 50% Shares von seinem Anteil. GameStop wird eBay nicht alleine kaufen. Es wird genauso wie bei Paramount, genauso wie bei Warner Brothers, ausländische Investors geben, wahrscheinlich die Saudis wieder, die extrem viel Geld reinpumpen müssen. Also diese Rechnung mit GME muss 2 Billionen Aktien diluten, geht nicht auf. Selbst wenn sie aufgehen sollte, ja, das größte der Gefühle in den nächsten Wochen wird wahrscheinlich als News verwendet, ist wahrscheinlich ein Ja sagen oder akzeptieren von eBay oder ein Ablehnen von eBay, dass Ryan Cohen, also GameStop, eBay kaufen will. Aber dann passiert noch nichts. Leute, eBay ist genauso wie GameStop eine aktiennotierte Firma. Was passiert, bevor GameStop zum Beispiel einen Reverse Split machen kann? Was passiert, bevor GameStop, wenn sie keine Shares mehr haben, mehr Shares diluten können? Was passiert, bevor GameStop mergen kann? Es muss ein Shareholder-Meeting geben, wo die Aktionäre abstimmen können. Also selbst wenn die Besitzer von eBay Ja sagen, müssen sie erst ein großes Investortreffen anraumen. Dann muss erst dafür abgestimmt werden. Dann müssen erst die Verträge aufgesetzt werden. Sag mal, wenn ich auf Twitter lese, ja, es wird in 2 Wochen diluted, wir sind so im Arsch. Sag mal, tickt sie noch richtig? Bis dieser Kauf abgeschlossen ist, wenn er überhaupt durchgeht, bis diese Aktien dann, weil der Kauf abgeschlossen ist, den eBay-Besitzern übergeben werden, ist es 2027. Das spielt für kurzzeitig absolut keine Rolle. Deswegen diese ganze es ist immer dasselbe. Verschissene Panikmache von Leuten, die anscheinend wirklich, selbst von Leuten, die Ahnung haben sollten. Ja? Der Move da war einfach nur News. Ja? Und ich habe euch ja schon gesagt, ja, super, wir gehen rauf. Im besten Fall, wenn das hier A ist, werden wir News bekommen, dass irgendwas schief geht. Und funny Geschichte auch noch dazu, gell? Das hier, also gehen wir hier auf den 10-minütigen, das hier war das Interview mit Ryan Koenig, mit, was war es, CBNC oder was auch immer, wo, das Interview war wirklich grauenhaft. Ja, man hat ihm richtig angesehen, wie er diese Leute dort gehasst hat. Ja, und so hat er sich auch aufgeführt. Somit, das war die News für diesen Drop. Am nächsten Tag war das andere Interview mit dem einen Typen, den er anscheinend gemocht hat, weil da war er schon viel lockerer. Ja? Da haben wir kein Knife mehr gesehen. Hat er da plötzlich mehr Informationen rausgegeben? War er da plötzlich bullischer drauf? Aufwachen.
Ganz ehrlich, aufwachen. Und noch einmal, ich sage jetzt nicht, dass ich einen Drop zu 17 komplett ausschließen kann. Allerdings etwas, was ich ausschließen kann, ist, sollten wir, ich meine, wenn wir uns die Levels anschauen, hier, sollten wir die 786, habe ich ja im gestrigen Video ganz ausführlich beredet, sollten wir 21, 31 brechen. Ja, leider. Ja, dann steht 17 auf dem Tisch. Aber ich habe das euch gestern ganz genau erklärt. 17 wäre nicht das Wie. Ja, das Wie wäre irgendwas bei 15 im besten Fall. Und das wird länger dauern. Meiner Meinung nach, und ich kann mich irren natürlich, jeder, der erzählt, wir knallen jetzt runter zu 17, in den nächsten Wochen und 17 wird das Wie und dann squeezen wir, wird verlieren. Meiner Meinung nach. Ja? Weil das wäre dann einfach nur unser T. Und im Großen und Ganzen würden wir hier runterkommen, raufkommen, das wäre es unser T und scheiße. Das wird länger dauern. Und gleichzeitig wird AMC runterknallen, was ich einfach im Tracking jetzt nicht habe. Also irgendwas, entweder ich liege komplett falsch oder die anderen irren sich und reden von der Illusion, die einfach nicht da ist. Aber schauen wir mal. Ich weiß, das war jetzt nichts Technisches für GameStop, aber ganz ehrlich, entweder wir schießen rauf oder wir knallen runter. Ja? Gibt nicht mehr zu sagen für GameStop. Okay, nächstes ist Beyond. So, für Beyond auch wieder heute, wir schauen uns an, was wir jetzt vor allem bei den Earnings heute gemacht haben. Für die ganze Geschichte verlinke ich euch wieder das große Video, bevor wir ins Microtracking reingehen. Ja? Weiß nicht, kommt darauf an, wie oft ihr mich jetzt schon oder wie lange ihr mich jetzt schon schaut. Aber seit Wochen sage ich, unser Hauptziel, unser Hauptdatum ist Juli, August. Für mindestens unser A. Also mindestens 15 bis 45. Ich habe gesagt, wir können was Dummes tun. Wenn nicht, ist dieses Datum halt entweder das Peak oder das Lower High. Ja, ich sage es nur. Ja, falls jetzt Leute überrascht sind, dass wir heute den Pullback gemacht haben. Aber irgendwas müssen wir bis dahin machen. Ja, ich saug mir diese Tage nicht aus den Fingern. Die haben einen Grund. Jetzt zum Microtracking. Und bevor jetzt irgendwer gleich angeschnappt ist, weil er sich denkt, ja, aber das habe ich ja nicht gezeigt, ja, wie kann er jetzt davon reden, Juli, August, bla bla. Ja, nein, also darauf wollte ich auch nicht hinaus. Ich sage nur, mein Hauptziel war Juli, August und ich habe mich in den letzten Tagen, ja, ich bin halt auch nur ein Mensch, ein bisschen zu bullish hinreißen lassen. Ja, ich habe mir halt gedacht, ja gut, dann schießt man halt rauf und das Lower High wird halt bis Juli, August dauern. Ja. Wie gesagt, mir kann das manchmal leider auch passieren. Vor allem im Microtracking. Ja. Somit, nein, ich habe diese Alternative, ich weiß nicht einmal, ob ich sie einmal gezeigt habe, aber ich bin auf jeden Fall hier in den letzten Tagen zu bullish geworden. Es hat sich im großen Ziel aber nichts geändert. Das sage ich auch gleich dazu. Fürs Tracking. Ja. Das hier ist noch immer von Oktober bis April unser Makro High Low. Hat sich noch immer nicht geändert. Das hier von April bis heute ist noch immer unser mittleres A. Ja? Über T, unter M, Pullback. Das, was sich geändert hat mit dem Move heute in den After Hours, ist, dass dieser A-Pullback nicht fertig ist. Ja? Warum? In unserem früheren Tracking jetzt war ja, dass das hier unser A ist, also unser kleines A, ja, und dass wir hier unseren Pullback hatten. Ja, also das hier war unser kleines A, Pullback rauf. Ja. Problem bei der Sache ist, mit dem Pullback hier, nee, keine Chance. Wenn wir das hier von hier nehmen, ihr seht, wir sind unter die 786 schon gefallen. Ja. Somit kann ich nicht einmal sagen, dass das hier einfach nur unser T ist und dass das hier der kleine A-Pullback ist und wir jetzt raufgehen. Kann ich nicht. Ja, funktioniert nicht.
Regelmäßig funktioniert es nicht, weil A macht keine 786. Funktioniert nicht. Ja. Somit ist auch dieses, weil wir hatten das hier als klein a, das ganze Ding, ja, auch das ist gestorben. Mit diesem Move ist das einfach tot. Wir haben also nur noch die logische Variante, das ist die, und dann zeige ich vielleicht noch eine klitzekleine Hoffnungsvariante. Ja. Aber für die Variante, was bedeutet das? Das hier ist noch immer unser mittleres A. Bleibt dabei. Das ist auch ein kleines C klarerweise. Hier ist unser Lower High, hier ist unser M. Das M hat hier angefangen. Ja? Das bedeutet, wir müssten hier drunter. Wir müssten unter 80 Cent. Wir können jetzt hier bouncen, weil wenn wir das M microtracken, ja, dann wäre das hier kleines c, kleines l, m. Ja. Somit, wir könnten jetzt hier noch raufkommen ein bisschen, das wäre unser Micro-T, dann runter, damit wir unser größeres M beenden. Ja. Danach müssen wir nochmal rauf. Wir werden diese Trendlinie hier nicht brechen. Ja. Zu unserem T von diesem A-Pullback bedeutet wahrscheinlich 92 Cent, vielleicht weniger. Und dann fallen wir runter. Wohin? Auch an diesen Levels hat sich nichts geändert. Höchstwahrscheinlich werden wir auf dieser Trendlinie bouncen, im besten Fall schon vorher, sage ich auch gleich. Ich gehe eigentlich von einem Bounce bei 78 Cent aus, weil es hat sich nichts geändert bei unserem früheren A hier. Wir dürfen nicht unter 70 Cent. Wenn wir 70 Cent berühren oder brechen, wird es wirklich scheiße. Ja? Weil dann, selbe wie hier, könnte das unser T werden. Und höchstwahrscheinlich wäre nicht einmal das richtig, sondern das wäre unser M. Gehe ich nicht davon aus, ja? Aber dann wird es kacke. Ja? Aber darüber reden wir, wenn es soweit ist. Wie gesagt, 70 Cent glaube ich nicht. Ist es jetzt schlecht, weil das schaut so viel aus? Erstens, wir sind auf dem einstündigen Chart. Und zweitens, gehe ich genauso wie SPY. Es ist ein Meme-Stock. Ich glaube nicht, dass es mit AMC und GME squeezed, also zu seinem Top. Aber ich gehe doch davon aus, dass es sich bewegen wird mit AMC und GME. Und ich gehe davon aus, dass wir dieses Low hier Mittwoch, nächste Woche, 13. Mai, ist nächste Woche, oder? Rede ich hier keine Scheiße. Ja. Bis Freitag bekommen. Ja? Also im besten Fall bekommen wir unser Low am Mittwoch, machen bis Freitag ein kleines Higher Low und dann geht es schon nach oben. Ja? Was passiert nachher? Ich sage dann wieder, können wir dann was Dummes tun? Ja. Sobald das fertig ist, können wir was Dummes tun. Wenn wir, ich sage das nochmal, wenn wir nichts Dummes tun, ja, dann machen wir es wieder schrittweise. Das bedeutet, wie schon im letzten Video gezeigt, unser nächstes Ziel ist dann B. Ja, wahrscheinlich wird es, also mittleres B, muss über 1,60 sein, wird an dieser Linie rejecten, 5, 6 Dollar. Pullback und dann gehen wir erst drauf zu A. Oder wir machen was Dummes und schießen darüber hinaus. Ja. Squeezen können wir jederzeit, wenn etwas abgeschlossen ist. Sage ich auch halt dazu. Ja. Wir werden jetzt meiner Meinung nach, außer wir machen dann die blöde Variante, zu der kommen wir gleich, aber wir werden jetzt nicht plötzlich hier squeezen. Ja. Wir müssen schon eins abgeschlossen haben. Also der nächste Punkt, wo wir squeezen können, ist, wenn wir diesen A-Pullback fertig haben. Dann können wir squeezen. Wenn wir hier nicht squeezen, gehen wir langsam rauf zu B. Wenn wir B erreicht haben und den Pullback gemacht haben, können wir wieder was Dummes tun. Ja? Wenn wir hier nichts Dummes tun, dann gehen wir halt wieder langsam rauf zu unserem großen A. Ja? Das meine ich mit jederzeit. Aber es muss halt ein Buchstabe, blöd gesagt, abgeschlossen sein. Jetzt noch zur absolut dummen Variante. Ja? Nur Vorsicht. Das wäre einfach die hier. Es ändert sich nichts. Das wäre unser Lower High. Das hier wäre unser Midpoint. Das hier wäre unser T. Ja? Das ursprüngliche, was wir hatten. Es wäre sowas ähnliches wie bei EMC, nur habe ich im Gegensatz zu EMC für Beyond kein Beispiel dafür. Aber das würde bedeuten, dass das ganze Scheißding hier Higher Low ist. Das hier.
Ja, dieses kleine Ding ist High Low. Wir wären auch hier über T und M gelaufen, aber unter L geblieben. Verstößt gegen alle meine Regeln, sage ich nur. Bei EMC hat man es nur gesehen, dass es vor den Squeeze gemacht worden ist. Es ist halt auch Microtracking. Und in dem Fall hätten wir hier schon eine 786. Ich zeige diese Version nicht damit, haha, ich hatte recht, weil ganz ehrlich, also sollten wir von hier hinaufgehen, ich nehme dafür keinen Credit. Ja, weil für mich, ich tendiere absolut gar nicht dazu. Aber wenn wir nochmal über 1,5 rennen sollten, morgen oder am Freitag, ja, dann macht die andere Version, die ich vorher gezeigt habe, keinen Sinn mehr. Dann war das Higher Low. Ja, und dann ist unser nächstes Ziel im langsamsten Fall B. Ja. Ich zeige das nur genau aus dem Grund her, ja, damit, wenn wir sowas Dummes machen sollten, Leute plötzlich nicht da sitzen und keine Ahnung haben. Aber wenn wir das machen, nehme ich nicht die Lorbeeren dafür, ja, weil ich bin eher auf der Seite, dass wir eben eher diese Variante hier machen. Ja, sei einfach nur ganz fix dazu gesagt. Ja, für mich ist das jetzt Haupttracking. Ja, sollten wir 1,5 brechen nach oben. Okay. Wenn wir 80 Cent berühren oder brechen, wird es diese Version sein. Ja. Aber, wie gesagt, das ist kurzzeitig was Bärisches. Bis nächste Woche Freitag. Wenn ich recht habe, geht es danach wieder auf. Wenn wir 70 Cent berühren, dann ist echt kacke. Ja, gehe ich aber derzeit nicht davon aus. Gut, nächstes ist FFEI. So, für FFEI, kleines Update. Wie ihr wisst, ich hasse diese Aktie noch immer. Ich habe meine Optionen für Jänner auch noch immer, weil es scheißegal ist, ob man sie verkauft für 0 oder nichts. Zur Wiederholung, C, Lower High, Midpoint, T. Im besten Fall und im einzigen Fall war April unser Wie. Was auch immer wir da unten machen, kommen wir gleich dazu. Nächstes Ziel ist natürlich über A, das bedeutet, also über T, das bedeutet über 360, dann B über 155 und dann C bei 200.000 Dollar pro Share. Aber wie gesagt, ihr werdet M nicht brechen, wenn es keinen Forward Split gibt. Also 155 wäre das Maximalziel. Jetzt zum Microtrack. Und FFEI hat heute, war das heute? Nein, war schon gestern. Ja, war schon gestern. Habe ich ja gezeigt, ich glaube, ich habe es abgedatet. Habe ich es abgedatet? Ja, ich habe schon abgedatet. Hat am Dienstag seine extrem kurzfristige bullische Variante gekillt. Ja, mit dem Move ist es gekillt. Warum? Weil die bullische Methode war, das hier ist unser A, das hier wäre unser B, B-Pullback rauf. Ja. Nur mit dem Pullback, ihr seht von diesem Punkt bis zu diesem Punkt, wir sind unter das 786. Ja. B fällt nicht unter die 786. Ja. Ende. Ja. Somit, was ist das? Ihr seht ja, wir haben hier unser V, wir sind raufgeknallt, aber unter unserem T hatten wir den Pullback. Somit, ganz ehrlich, im besten Fall ist das hier unser Higher Low. Ja. Higher Low muss V under A oder A unter die 786. Die ist hier unten, unser V under A ist hier, also ungefähr hier ist unser Bounce Area meiner Meinung nach. Hier müssen wir bouncen. Das bedeutet irgendwas zwischen 27 und 23 Cent. Ja. Ihr seht ja, wir gehen jetzt aber gerade drauf. Das liegt einfach wirklich nur daran, dass das hier unser L ist. Das hier ist unser M. Wir sind runtergefallen. Hier war M fertig und jetzt gehen wir gerade drauf zu unserem T. Ja. Irgendwo in dem Bereich ist unser T. M wird nicht überschritten und dann gehen wir runter. Auch hier würde ich dazu sagen, vielleicht kriegen wir das bis nächste Woche Freitag hin. Ja. Noch einmal, ich sage es jedes Mal dazu. Alles, wenn wir wie wieder berühren, 20 Cent oder brechen, ist das der Tod dieses Spiels. Ich sage es nur. Wenn wir das hier wieder brechen, wird das ganze Ding T. Und wie gesagt, dann fallen wir unter 10 Cent. Und entweder sie machen ein 1:100 Reverse Split oder sie werden delistet.
Deswegen 20 Cent. Das hier ist die letzte Chance für FFVI. Ja, wir müssen dieses Higher Low halten. Dann kann man was Dummes tun. Brechen wir noch ein einziges Mal hier drunter? Nee. Aber werden wir sehen. Okay, klitzekleines Update für Bad Bath & Beyond. Es hat sich nichts geändert, einfach nur ein klitzekleines Update. Ja. Wir tracken das ganze Jahr von 2020 bis heute. Wir haben unser wunderschönes ABC, Lower High, Midpoint T. Die bärische Variante, sage ich einfach nur, ist, wenn wir die No-No-Touchline berühren oder brechen, das bedeutet 3,55, dann wird das wie bei FFVI unser T und dann knallen wir runter. Ja? Wir können es dann noch immer weiter tracken. Ich glaube nicht, dass es der Tod davon sein wird, aber es wird viel länger dauern. Für die bullische Variante war unser Low hier, 2. April, und seitdem machen wir Higher Low. Wenn wir schauen uns das hier unten gleich an, unsere nächsten Ziele sind für unser A 15,84, also über 16, für B über 40 und dann noch die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht. Und wie dieser Move ausschauen sollte, wäre das hier. Ziemlich vertikal. Ich glaube nicht, dass wir die Pullbacks hier bekommen, wenn wir 2020 wiederholen. Allerdings sei auch dazu eins gesagt, ich glaube nicht, dass wir das Top mit AMC und GME bekommen. Könnte mich irren, aber Bad Bath & Beyond ist vor den Zweigen gelaufen. Vielleicht laufen sie alle gemeinsam bis zum Top, wenn nicht Upside, aber halt langsamer als AMC und GameStop. Und fürs Micro-Tracking hier schaut es fantastisch aus. Das hier ist unser Higher Low. Wir hatten unser kleines A, kleines B, Top, Lower High, Midpoint T. Runtergeknallt zu unserem W. Dann hatten wir für 1-2 Tage diesen absoluten massiven Move, sind aber nicht über T gelaufen. Selbe wie FFVI. Und sind massiv runtergeknallt. Das hier ist allerdings fertig. Ja? Wir sind unter der 786. Wir sind unter V an der A. Und wenn wir jetzt noch wunderschön weiter ranzoomen, dann hatten wir auch einen wunderschönen Bounce. Das ist Mini Higher Low. Das hier ist vielleicht sogar schon klein a. Richtung ist hinauf. Einfach nur als kleine Aktualisierung. Bad Bath & Beyond schaut gut aus. Nur, wenn wir runterbrechen, ja nicht 360 berühren. Das wäre schlecht. Gut, dann machen wir noch ein klitzekleines Update zu Canopy. Hat sich eigentlich auch nicht sehr viel vom kleinen letzten Tracking, wo ich sogar erklärt habe, welche Optionen ich gekauft habe und vernünftig wären. Aber im Großen und Ganzen hat sich nicht viel geändert. Die IPO war B, C, Lower High, Midpoint T. Und im besten Fall war das hier unten unser V. Im besten Fall haben wir unser Higher Low schon beendet. Unsere nächsten Ziele wären über 20 für A, über 45 für B und dann ist nur noch die Frage, wo unser Top ist. Hier werden wir die Pullbacks machen, weil wir haben es in der IPO schon gesehen. Und fürs Micro-Tracking schaut das eigentlich ziemlich fantastisch aus. Wir hatten unser V, wir haben hier unser Top von unserem High Low, wir sind runtergeknallt, hier war das Ende, wir sind drüber geschossen über unser T und machen derzeit diesen kleinen A-Pullback. Jetzt ist die Sache die, wir sitzen gerade zwischen der 0.5 und der 618. Entweder das Ding ist jetzt schon beendet, dieser Pullback, und zwar mit diesem hier. Und das hier war unser Higher Low, weil wir haben hier Higher geschlossen. Bedeutet, wir können jetzt schon weiter raufgehen. Ja? Oder das hier wird erst unser T und wir müssen noch einmal runter. Ja? Auch hier gilt extrem. Die 786 dürfen wir unter keinen Umständen berühren oder brechen. Andernfalls wird das hier unser T. Ja? Und wenn das hier unser T wird, ich meine, dann wird es langsam eng. Ja?
Weil wenn das hier unser T wird, müssen wir auf jeden Fall hier drunter unter 84 Cent. Und wie ihr hier seht, wir haben nicht viel Platz. Ich sage noch nicht, dass das automatisch das Ende wäre, aber wir haben hier nicht viel Platz. Ja, somit, mir wäre es lieber, wir bouncen hier klarerweise sofort, weil ich habe meine Position. Im schlimmsten Fall müssen wir hier runter. Ja, sehe ich noch nicht, aber ihr habt es bei Beyond gesehen, am besten man hat immer eine Alternative. Aber im Großen und Ganzen, ganz ehrlich, noch immer bullisches Play, das hier zumindest, meiner Meinung nach, no financial advice, zumindest das hier ist unser Ziel für dieses Jahr. Noch immer. Okay. Und das letzte ist ein Community-Wunsch F-Chat. So, für diesen Community-Wunsch. Erstens, es ist eine interessante Aktie. Von der Geschichte her. Ja, von der Geschichte her ist es eine interessante Aktie. Also von dem, was sie machen. Vom Movement her ist nur meine persönliche Meinung. Ja, meine persönliche Meinung. Ich rühre eigentlich nichts an, was unter 3 Jahre alt ist. Und das hier ist nicht einmal 1 Jahr alt. Warum? Einfach nur zur Erklärung, das hier kann alles sein, dazu kommen wir gleich. Deswegen rühre ich sowas nicht an. Ich spiele auch eigentlich keine IPOs. Ja? Einfach deswegen, für mich ist das wirklich, es ist Raten und Glücksspiel. Ja? Wie gesagt, für das hier habe ich 2 Varianten. Eine absolut bullische, eine absolut bearische. Ich habe nur absolut keine Bestätigung dafür, weil wir haben nichts. Ja? Wir haben gerade mal, was ist das? 5 Monate. Ja, das ist halt nichts. Fürs Tracking, was ich jetzt sehe, wäre das hier unser B. Ja, also das kommt von irgendwo. Ja? Klarerweise ist das hier unser Top, unser C. Hier wäre unser L, runterkommen, unser M, unser T, unser Allzeitlow. Bis jetzt. Dann das hier wäre für die bullische Variante unser Higher Low. Ja? Weil wie man sieht, hier ist Higher. Das wäre sogar so ein kleines Mini-Higher Low. Somit für die bullische Variante müsste es jetzt nach oben gehen. Ja? Mir gefällt, das, was mir jetzt schon nicht gefällt, ist, dass unser M und T so nah beieinander sind. Passiert manchmal, aber normalerweise zeigt das eher, dass irgendwas falsch ist. Das hier wäre unser A. Ja? Dann Breakout Retest 0.61 Pullback rauf zu über M für unser B. In dem Fall könnte man sagen, das wäre das hier. Ja? 0.5 Pullback, dann ist noch die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht. Ja? Bestätigung habe ich dafür halt leider nur keine. Was ich dazu sagen kann ist, sollten wir 7,26 nach oben brechen, okay, könnte funktionieren. Wäre ein Teil einer Bestätigung. Sollten wir 4,39 nach unten nochmal berühren, kommt die bärische Alternative. Und das wäre diese hier, die schon meiner Meinung nach besser ausschaut. Ja. Bedeutet, an der IPO ändert sich nichts. Wir fallen runter, das wäre allerdings unser M. Wir machen ein Lower Low, somit ist M fertig, gehen wieder rauf, rejecten die Trendlinie, das wäre unser T. Und in dem Fall, wenn wir noch ein bisschen weiter runter gehen und einfach nur dieses T hier tracken, wäre das hier unser L, das hier wäre unser M und das wäre erst unser T. Bedeutet, wir brechen Allzeitlow. Ja, ich muss ehrlich sagen, mir gefällt diese eigentlich besser. Ja, wir brechen Allzeitlow, finden, wo auch immer unser V ist, wir haben hier unten klarerweise nichts, machen dann erst unser Higher Low, dann A, Pullback, B, Pullback, rauf. Ja. Zeitlich gesehen, keine Ahnung, wie tief das fällt, klarerweise keine Ahnung. Ja. Aber ich würde mehr zur bärischen Methode tendieren. Aber wie gesagt, auch hier keine Bestätigung. Es ist zu jung. Aber das wären die 2 Varianten, die ich hätte. Okay? Gut. Wie gesagt, noch einmal, auch für alle anderen, es hat sich nichts geändert. Ja? Bis auf Beyond und AMC, was ich heute gezeigt habe,
hat sich an keiner der Aktien irgendwas geändert. Gilt noch immer das alte Tracking für alle. Okay, wie immer, Erklärvideo hier, Playlist hier. Da das Video ist, glaube ich, ein 2-stündiges Video über alle unsere Aktien mit den großen Erklärungen dahinter. Wenn es euch gefallen hat, gebt es mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt es mir ein Abo. Schauen wir mal, was bis Freitag passiert. Wir sehen uns.